Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute möchte ich euch ganz kurz den Unterschied zwischen 4 Funktionen vorstellen, die häufiger mal miteinander verwechselt werden, die aber auch wirklich sehr, sehr nützlich sind und alles ein bisschen hübscher und einfacher machen in eurem Code. So, der Unterschied zwischen After und Before und Append und Prepend. So, ist ähnlich wie der Unterschied zwischen HTML und Text. Das heißt, einmal geht es um HTML tatsächlich und einmal geht es um den Inhalt von diesem tatsächlichen Tag. Und schauen wir uns das Ganze am besten mal an, wenn wir hier mit dem Test-Paragraphen hier hantieren. Das ist der allererste. Wenn wir da draufklicken, soll irgendwas passieren. Dann sagen wir also $von this. So, und jetzt wollen wir sagen, okay, wenn wir da draufklicken, dann soll Text angehängt werden. .append. Und das ist die Funktion, die ihr benutzen könnt, wenn ihr einfach nur den Text ein bisschen modifizieren wollt. Also zum Beispiel so einen Haken anhängen wollt, so wie ich das letztes Mal getan habe. Beziehungsweise vorletztes Mal war das tatsächlich sogar. Ich schreibe jetzt hier einfach nur hin, dieser Text hängt hinten an. So, und wenn ich mir das jetzt hier neu lade und hier draufklicke, dann hängt sich dieser Text ganz normal hinten an. Achtet darauf, dass er immer noch zum Paragraphen gehört, denn ansonsten würde hier tatsächlich eine neue Zeile beginnen. Also wenn es ein neuer Paragraph oder ein anderer Paragraph als dieser hier wäre, dann würde der Text in einer neuen Zeile stehen. So, und das passiert nämlich, wenn ich After benutze. Das heißt, .after fügt mir ein HTML-Element direkt hinten dran ein. Und wenn ich ein HTML-Element einfüge, naja gut, dann ist es ja in Ordnung, wenn ich hier einfach nur normalen Text nehme, aber sinnvoller wäre es, wenn ich hier einen Paragraphen nehme. Ihr seht, ich habe jetzt hier quasi einfach nochmal unten drunter weitergeschrieben, weil hier oben hört der Paragraph auf. Also das ist ein Paragraph und das hier gehört nicht mehr zu den Paragraphen dazu. Ihr seht, wenn ich hier draufklicke, passiert doch überhaupt nichts mehr. Wohingegen, wenn ich jetzt hier wieder Append benutze, das sollte nicht sein. Ich wollte diese Seite aufmachen. Wenn ich hier Append benutze, dann kann ich auf den neuen Text auch noch draufklicken und es funktioniert genauso. Das bedeutet, er gehört zu dem Paragraphen Test dazu mit Append. Mit After kann ich hinter den Tag, also das heißt hier hinten dran Sachen einfügen. Mit Append füge ich sie hinter den Text ein. Das heißt aber noch vor dem Ende von dem Paragraphen. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Methoden. So. Und genau gleich gibt es jetzt Prepend und Before. Prepend macht im Prinzip genau dasselbe wie Append. Append hier mit D. Er hängt Sachen einfach nur vorne dran an, statt hinten dran. Das heißt, Append hat hier eingefügt, wo jetzt mein Mauszeiger ist, also gerade hier hinter dem Punkt und vor der Spitzenklammer auf. Prepend hängt mir jetzt hinter diese spitze Klammer zu und vor dem dies irgendwelche Sachen an. Das heißt, dieser Text hängt vorne an. Wir gucken es uns ganz kurz an und wenn ich da draufklicke, dann sehen wir, dass es vorne dran tatsächlich was passiert und aber immer noch zum Paragraphen dazugehört. Denn wenn ich hier drauf drücke, dann sehen wir, dass dieser Paragraph noch weiter wächst. Wohingegen, wenn ich Before benutze, dann füge ich wieder mal neue HTML-Elemente ein und zwar vor meinem P-Tag. Das heißt, hier vorne dran, bevor die spitze Klammer aufgeht. Und ja, das sieht dann in etwa so aus. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, dann passiert überhaupt nichts mehr, aber wenn ich auf den Paragraphen klicke, dann vergrößere ich das, was vorne dran steht. Wunderbar. Ja, das sind diese 4 Methoden, die euch auch wirklich das Leben leichter machen können. Wie gesagt, bei jQuery geht es tatsächlich darum, Sachen möglichst schnell darzustellen und möglichst ohne komplizierten Code. Das heißt, das ist tatsächlich auch alles, was ihr braucht. Und ja, das war's dann auch von meiner Seite wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.